Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will mir heute wieder mal etwas die Beine vertreten. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin hier in der Nähe von Plön bei Bosau und möchte wieder um einen See laufen. Ich habe ja hier schon in der Gegend den Beelersee und den großen Plöner See umrundet. Und heute wird es der Vierersee sein. Den Parkplatz, den ich euch zum Anfang gezeigt habe, wollte ich eigentlich nicht anfahren. Aber wegen einer Baustelle oder Straßensperrung, besser gesagt, kam ich auf den Waldparkplatz nicht rauf. Wie weit ist die Runde? Sie soll ungefähr etwas über 10 Kilometer wieder sein. Und mal schauen, was wir hier so entdecken können. Hoffentlich habe ich hier ein bisschen mehr euch zu zeigen als in der letzten Runde. Aber gehen wir mal los. Hier wäre dann auch eine Übernachtungsmöglichkeit auf dem Campingpark Augustfelde. Und da geht es dann halt um den Vierersee, Plöner Seenplatte und die Holsteinische Schweiz. Wäre zumindest ein sehr guter Ausgangspunkt für jemanden von euch, der weiter wegkommt und hier mal Urlaub machen möchte. Und Camping machen. Nicht weit vom Campingplatz Augsfelde gibt es auch noch das Restaurant auf dem Gut Walzhagen. Für mich ist es etwas zu früh. Zumindest kann man hier schön Kaffee, hausgemachten Kuchen und leckeres Eis essen. Und wer sich noch ein bisschen sportlich betätigen möchte, kann natürlich auch Golf spielen. Hier geht es nämlich zur Adventure-Golfanlage von Gut Walzhagen. Hier durch die Bäume haben wir schon mal einen Blick auf den Vierersee. Und so wie gewohnt bei meinen Seeumrundungen gebe ich euch nachher, wenn wir dichter am See dran sind, auch mal die Daten zu diesem See. Wir haben sogar noch was Interessantes gefunden. Ich schleiche mich mal hier über die Wiese. Das ist ein ehemaliger Bismarckturm, der hier aufgestellt wurde. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, wo ich die Wanderung ausgesucht habe. Ich schaue mal, ob ich da etwas dichter rankomme. Also jetzt bin ich ein bisschen dichter. Der ist auch etwas in die Jahre gekommen. Aber dort haben auch welche versucht, mal reinzukommen. Diesen Turm. Sehr spannend. Normalerweise haben diese Türme immer noch eine Statue von Bismarck obendrauf. Die gibt es hier nicht mehr. Wie offiziell das hier ist, hier hinzugehen, kann ich euch leider nicht sagen. Aber wie ihr seht, hinter mir gibt es eine Bank. Und von der Bank aus hat man einen sehr schönen Blick auf den Vierersee. Ich werde mich mal auf die angestammte Route mal wieder begeben. Also das Schild beantwortet die Frage, wie offiziell das hier ist. Also wir haben hier eine Wildruhezone und das sollte nicht betreten werden. Und hier übrigens auch noch mal: Das Turmgelände ist betreten verboten wegen Lebensgefahr. Hier ist dann schon mal ein Wander- und Radwegschild nach Bosau. Der
untere Rundweg. Hier wäre ich eigentlich runtergekommen und wäre auch wieder hochgegangen, wenn ich den Parkplatz hätte nutzen können, wo ich eigentlich parken wollte. Das ist ein kleiner Waldparkplatz da oben. Aber ich sehe zumindest, da wäre auch noch eine Bank gewesen und sogar ein Papierkorb. Aber das würde hier ungefähr so 200 Meter reingehen. Aber ich gehe jetzt eher hier lang, wo ich auch lang gehen wollte. Und da sollten wir den Plöner See im Hintergrund schon mal sehen. Und ich glaube, hier bin ich damals auch vorbeigekommen. Hier kam ich wirklich vorbei, wo ich um den Plöner See gewandert ist. Der Plöner See ist nämlich das hier. Diese Tour war 37 Kilometer lang und war im Zuge der Iron Lake Challenge. Wenn euch das interessiert, ich werde es euch natürlich wieder oben verlinken. Und ihr findet das auch in der Playliste zu der Iron Lake Challenge. Bei diesem Rastplatz habe ich damals auch meinen Kopfhörer verloren. Mal schauen, ich gucke mal ganz kurz. Vielleicht liegt der ja hier irgendwo noch. Und wie schon versprochen, hier ein paar Daten zu dem Vierer See. Also der Vierer See gehört zu der Gemeinde Bösdorf in der holsteinischen Schweiz. Der Zufluss ist aus dem Vierer Seegraben vom Heidensee und der Abfluss geht in den großen Plöner See. Die Fläche ist 1,32 Quadratkilometer, die Länge 3,2 Kilometer, Breite 500 Meter und die maximale Tiefe ist 18,8 Meter. Jetzt wird das wohl auch die erste richtige Frühlingswanderung. Die Sonne kommt raus. Es sollen heute auch bis zu 17 Grad werden. Mal sehen, ob ich das bis Mittag erreiche. Und wenn, dann werdet ihr es sehen, weil dann ist diese Jacke aus. Vermutlich wird das hier für euch ein bisschen schwer zu erkennen sein. Jetzt schaue ich über den Plöner See auf das Plöner Schloss. Hier habe ich dann auch gleich noch einen kleinen Strand gefunden, aber der liegt nicht am Vierer See, sondern am großen Plöner See. Und wie vorhin auch schon angesprochen, hier ist auch der Abfluss aus dem Vierer See in den großen Plöner See. Ich habe jetzt noch eine weitere Stelle gefunden, wo man an den großen Plöner See rankommt. Und hier gibt es rein zufälligerweise eine Bank. Dort werde ich mir erstmal einen schönen Tee gönnen. Und den Tee kann ich sogar noch genießen. Das werdet ihr wahrscheinlich wieder schwer erkennen mit Blick auf das Plöner Schloss. Die Pause war jetzt ungefähr nach 5 Kilometern und ein wirklich schöner Platz. Und bei diesem super Wetter, wo ich losgefahren bin, hat es noch leicht getröpfelt, aber das soll sich heute zumindest noch legen und hat sich auch gelegt. Und wie ihr seht, meine Jacke ist aus. Also es ist warm geworden. Ich habe euch ja gerade noch ein Tor gezeigt, was so ein bisschen versteckt war hier am See, am Plöner See. Dieses Tor gehört zu dem Gelände der Suchthilfe Ruhleben. Dort vorne werden wir uns dann wieder auf neue Wege begeben, weil nach links würde es weitergehen nach Plön. Dort möchte ich ja nicht hin.
Zumindest noch nicht. Nachher wahrscheinlich wieder mit dem Auto durch. Wir gehen nach rechts, weil dort wird es dann weiter am Vierer See gehen. Da habe ich mal wieder Glück gehabt. Ich dachte gerade kurz vor Schluss, ich habe jetzt noch grob ein paar hundert Meter bis zum Auto, fing es an zu regnen. Und ich dachte, ich werde nass. Aber zum Glück hat es gleich wieder aufgehört. Also war zu vernachlässigen. Ich werde hier gleich auch den Deckel drauf machen von dieser Wanderung. Und muss sagen, ja, hat mir gefallen. Die erste richtige Frühlingswanderung um den Vierer See. Die Strecke kann ich euch empfehlen. Es ist eigentlich immer schöner Waldboden, dicht am See entlang, entweder um den Vierer See oder um den Plöner See. Man hat immer wieder Rastplätze mit schönen Aussichten, zum Beispiel da, wo ich meine Pause gemacht habe, mit einem schönen Blick aufs Plöner Schloss. Und man entdeckt einiges am Wegesrand. Naja, einiges. Zumindest konnte ich euch den ehemaligen Bismarckturm zeigen, wo man eigentlich nicht hin darf. Sorry, das Schild dafür hatte ich erst auf den Rückweg gesehen und stand natürlich an einem offiziellen Weg. Einkehrmöglichkeiten gibt es hier natürlich auch. Wie zum Anfang auch gezeigt, am Campingplatz. Dort gibt es auch nochmal eine Gaststätte und auf dem Adventure Golfplatz. Ja, es hat mich wieder gefreut, dass ihr mitgekommen seid und würde mich natürlich wieder sehr freuen über Likes, Kommentare und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch über ein kostenloses Abo. Es kostet euch nichts, außer ihr betätigt den Abonnierknopf und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich etwas hochgeladen habe, aktiviert auch die Glocke. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.